Okay, Marcel, du sagst also Medizin geben. Dann suchen wir mal Dr. Aykroyd. Nee, Aykroyd ist er. Wir suchen Strickland. Strickland. Wo haben wir denn Strickland? Strickland. Milton. Tippets. Clay. Was ist er denn? Und eigentlich hast du ja recht, ne? Mit der Medizin, man sollte unterstützen, ne? Also. Man sollte natürlich den Ach, da ist er doch. Den Fortschritt nicht unterbrechen, ne? Und lass sie doch machen. Komm, was haben wir noch zu verlieren? Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Ja, ich hab da was. Ich hab da was. Did you know Dr. Aykroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Er wirkt aber arrogant, ne? Warte mal, wir gehen mal. Goodbye, Dr. Strickland. Finde ich später. Alles gut, Marcel. Dann würde ich jetzt mal direkt sagen, danke fürs Zuschauen schon mal. Und wenn du einpennst, dann ist das so. Alles I'm gut. quite busy right now, Dr. Reed. Wir können ihnen aber auch die Medizin geben. Ach komm, wir sind gerade hier. Busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Aykroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Thank you for your time. We'll talk later. Ah, jetzt können wir hoch ins Büro. Ah, okay. Auch schön. Die beiden haben ja dasselbe Büro. Und es ist direkt neben unserem. Now that Dr. Aykroyd has been warned, he should make good use of this formula. It's locked, all right. Mr. Goswicks Patientenakte. Patient Mortimer Goswick. Alter 23, männlich. Behandelt von Dr. Aykroyd. Zustand genesend. Datum der Einlieferung 27. Oktober. Entlassung noch offen. Anmerkung: Der Patient zeigt mehrere Anzeichen äußerster Erschöpfung und mehrere Wunden im Rachen, Mund und an der Zunge. Aber keine Anzeichen für die Grippe. Weigert sich zu reden. Behauptet, es sei zu schmerzhaft. Benötigt Ruhe und die Schleimhäute im Rachen müssen erst verheilen, bevor entschieden werden kann, wann er entlassen wird. Okay. Jetzt haben wir noch was für ihn. Brief an Dr. Swansea. Pembroke Hospital, 14. Oktober. Sehr geehrter Dr. Swansea, unbeachtet der aktuellen stark angespannten gesundheitlichen Lage muss ich Sie über einen kürzlichen Fall professionelles Fehlverhaltens in Pembroke unterrichten. Schwester Gwyneth Brannigan wurde unstreitbaren, unprofessionellen Verhaltens und deshalb der Gefährdung eines Patienten für schuldig befunden. Eine Schwester sollte unter keinen Umständen eine Diagnose stellen und Medikamente verordnen, ohne wenigstens den zuständigen Arzt über ihre Schlussfolgerung zu informieren. Sie kennen mich, Edgar.
Ich habe nichts gegen persönliche Initiative, wenn sie im Interesse aller erfolgt, besonders während einer Krise wie dieser. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass eine Schwester eine Diagnose stellt und dann über die Behandlung eines Patienten entscheidet. Das Überleben des besagten Patienten ist kein mildernder Umstand, sondern bedeutet nur, dass wir gerade nochmal davongekommen sind. Ich fordere in dieser Angelegenheit äußerste Strenge. Hochachtungsvoll Dr. Waverly Ackroyd. Er hat recht. Er hat recht, das ist einfach so. Er hat recht. Krankenschwestern sind keine Ärzte. Sie sind mega erfahren. Das will ich gar nicht abstreiten. Krankenschwestern sind erfahren. Und manchmal haben sie vielleicht auch mehr Ahnung als Ärzte, aber es ist nicht deren Beruf. Und das muss man bedenken. Das muss man bedenken. Miss Brannigan. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Good evening, Incidents. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. You're mistaken, Nurse Brannigan. To be forbidden to enter medical school because of your gender is one thing. To break hospital rules is another. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Alter. Ich glaube, das war schwierig in dieser Zeit irgendwas zu schaffen als Frau, aber es ist ja trotzdem nicht der richtige Weg. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So, was haben wir denn noch? Haben wir hier alles? Nee, da haben wir noch eine Seite. Sonst haben wir alles. Wir brauchen nur noch die eine Seite. Ui. Ui. Gut, dann werden wir mal der Hauptstory weiterfolgen, ne? Geoffrey McCollum. Was haben wir hier? Direkt auf der anderen Seite des Krankenhauses. Achso, ja, das ist ja die Leichenhalle. Und da sind ja ein paar... Warte, jetzt laufe ich hier einfach irgendwo rum. Dabei wähle ich genau hier durch. Diesmal keine 30 Minuten. Ja, du willst einfach nur auf den Start hinauszielen, ne? Ja, ich habe schon verstanden. Das war eine nette Spitze. Tut mir leid. Nein, alles gut. Nee, keine 30 Minuten. Bin ich eigentlich kein Freund von. Und es tut mir auch immer noch leid. Wirklich, es tut mir immer noch leid, dass der Startscreen 30 Minuten lang zu sehen war. So. Oh, die Priven sind hier. 34, 35, 35, 35. Uiuiui, die sind alle ein bisschen stärker als ich, ne? Aber egal, machen wir trotzdem weg. Mein Standbild hat sich in mein Display gefressen. Mein Standbild? Ihr Standbild. Oder mein Startbild. Oh, das wäre voll doof. Wir müssen Insulin finden.
beschwerst dich bei meinem Management. Ja, dann hast du ja keine, keinen langen Weg hin, ne? Schreib eine Mail, gerne. Also, natürlich immer bei Beschwerden immer an mein Management schreiben. Ja, die sind, immer für Rat und Tat auf jeden Fall zur Stelle. Das ist ein super Typ auf jeden Fall. Startbild 30 Minuten, ja. Das tut mir leid, Marcel. Das tut mir echt leid. So, wir gehen mal hoch. Obwohl ich wette, dass es unten ist. Priesterlein. Frechheit, bis du da warst, war mein Badewasser schon wieder kalt. Okay, das ist doof. Durst. Diese Priestertypen, ne? Ich weiß, das Spiel ist fiktiv, ne? Aber, Alter. Diese Priestertypen, das ist die Inquisition. Das sind keine Priester, das ist die Inquisition. Genug geärgert? Ah, wer ärgert hier denn wen, Mensch? Hier wird doch keiner geärgert. Außer doch nicht in meinem Stream, Mensch. Hier wird nicht geärgert. There it is. Oh. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Schon haben wir es. Cool. Thank you, Dr. Polescu. Dann können wir ja schon rausgehen. Also, wenn ich den Ausgang finde, natürlich, ne? Ja. Aber da alle gesund sind, glaube ich schon eigentlich fast, dass das nicht mehr lange geht hier, ne? Alle wurden ja plötzlich geheilt. Alle bleiben gesund. So, dann haben wir jetzt noch da oben auf dem Friedhof, ne, ist das? Geoffrey McCallum, ein Tropfen von König Arthurs, ne, Artus, König Artus. Nicht Arthur, sondern Artus. Aber wisst ihr was? 2500 Punkte. Wir gehen eine Runde leveln. Mal gucken, was passiert. Ob die Leute wieder krank werden, gegebenenfalls. Ich vermute ja fast nicht. Irgendwas, was wir analysieren können? Nee, ne? Nee. So, der Blutspeer. Den können wir 4500. Ist das euer Ernst, Alter? Ultimativ. Wut. Abgrund. Du verlierst die Kontrolle und entfesselst für kurze Zeit das Biest in dir. Das Biest springt rasend schnell zu allen Gegnern in deiner Nähe und greift sie wuchtig an.
Du erzeugst einen Schattenwirbel an den Füßen deines Ziels. Die lebendig werdenden Schatten unterbrechen die Aktion eines Feindes im Bereich und fügen ihm enorm Schaden zu. Du konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zum Kochen zu bringen, bis es wuchtig explodiert und dem Ziel und anderen Zielen in der Nähe Schaden zufügt. Okay. Haben wir noch nicht, ne? Sprung. Wissenschaft. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Aber wir machen ultimativ, ne? Mein Google Chromecast will deinen Stream nicht übertragen. Ich muss jetzt über mein Handy gucken. Ich verstehe das nicht, Marcel. Ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht. Erinnerung. Einfach etwas töten, wenn es sich nicht bewegen kann. Ja, stimmt, aber ich glaube, das können wir nicht weitermachen, ne? Das waren 4500 bis 1000. Machen wir bis weiter. Aber was soll's. Bestätigen. Mal schauen, was passiert. Aber das mit deinem Google Chromecast verstehe ich nicht. Ist das eine Werbung oder sind die doch wieder alle krank? Wieso sind die jetzt alle wieder krank? Manchmal geht's nicht. Ich verstehe es nicht, Marcel. Also ganz ehrlich. Okay, hier haben wir, Alter. Kopfschmerzen, Erschöpfung. Kopfschmerzen, Erschöpfung. Okay, wir haben hier schon mal 2, 3, 4 mit Erschöpfung, 2 mit Kopfschmerzen. Shit. Hier Erschöpfung, ne? Kopfschmerzen, ja, wir haben nichts gegen Kopfschmerzen. Total ätzend. So. Dann haben wir hier noch Erschöpfung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 10. Plus 2 zum Ersatz. Erkältung war das andere, ne? Ich glaube ja. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Marcel. Do you need my assistance? Don't be Dankeschön ridiculous. für dein Host. I'm Danke, capable of danke. dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Medizin geben. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture Danke, Marcel. of solidarity Danke. between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later.
Warte mal, wir hatten ja noch was von ihm, ne? Good Fällt mir evening, grad ein. Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Ja, I have to go er hat now, keinen Bock sir. mehr. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Er hat keinen Bock mehr. Dr. Rakesh. You have all seen things. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Ja, my friend. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. So, wer war noch erschöpft? Hat Kopfschmerzen, Gas erschöpft. Und dann vorne. Kopfschmerzen. Ich habe nichts gegen Kopfschmerzen, das nervt so. So, Milton. Warum auch immer er erschöpft ist. Soll uns nicht interessieren, wir geben ihm das. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ist der winzig? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a Das auf sad seiner state of Binde, ne? affairs when Ist das even das the Zeichen hospital von workers are Hydra? worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks anyway. Ja, was soll das Goodbye, heißen? Milton. Und dann werde ich halt nicht oft krank. Ich bin halt sehr hygienisch. Good evening, Nurse Brannigan. Nimm gutes Good Essen evening, zu mir. Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Nurse, Geh doch mal you schlafen. won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me Nurse. if you need assistance. My little girl. So, dann haben wir aber noch ein anderes Gebiet. Das sind die zwei mit Kopfschmerzen. Oh, das ist diese andere Gegend da, ne? Händler. Preise haben sich verändert. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wollen wir jetzt noch mal hier hochrennen? Würde ich ja machen. Ja, komm, machen wir. Was soll's, wir sind Arzt, wir wollen die Leute nicht sterben lassen. Ja, also ganz ehrlich. Das wäre das Schlimmste, was wir machen können. Die Leute hier sterben lassen, das wäre echt doof. Warum ist der denn jetzt da? It's done for him! Filthy murdering bastard! Crawl back to the hell! Come on, Joe!
Ziemlich cool. Und dafür brauchen wir nicht mal Blut. Das ist eine coole Attacke. Die fand ich gut, Doch. So, wir müssen jetzt hier durch. Und dann hier durch. Wieder durch seinen Kumpel geschossen. Kollege, so aber nicht hier, ne? Da lang, ja. Stop right now! Bloody monster! Kommen die dann plötzlich alle her? Nee. Der chillt da in der Ecke. Unglaublich. Faule Hunde. Einfach nur faule Hunde. So, genau, da wollen wir hier rein. Und dann geben wir da nochmal ein bisschen Medizin ab, würde ich sagen. Kimura Tadao. Mr. Tadao. We meet again, Mr. Kimura. In a more peaceful situation. Dr. Reed. Still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. Do you need medical assistance, sir? Don't believe that I'm the kind of man with a fragile constitution. But I'm afraid my imprisonment has done more harm than I thought. There is no need to be ashamed. We are all equally vulnerable to this disease. Yes. I know now life is as precious as it is fragile. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Even someone you're close to! Okay, dann haben wir unsere Mutti. Carolyn Price. Achso, das ist bei dem... Der Typ. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Do you need medical help? You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor.
Oh. This disease has ruined my appetite. Was? Calhoun, tell me about your relationship with Doris Fletcher. Oh, Doris. Cold fire and burning ice trapped in a perfect body. Our passion was as intense as it was brief. What an actress. Okay. How did you meet her? On a boat to France before the war. She was thinking about a career in Paris, and I was eager to try French gastronomy. We both returned disappointed. I expect you've seen her on stage, too. She really is the best actress of her generation. Such frailty and such strength at the same time. I hope she'll play again soon. She's been away for too long. You sound surprisingly sad. Have you regrets? I think of her as a divine dish. I'm glad I was able to taste it, but I regret I could only get a bite of her mystery. You really loved her then? She fascinated me, Dr. Reed. I can't imagine what she must have endured through her life to reach such a level of emotion and sensibility. Wer weiß, ne? Calhoun. Nein. So, did you try the restaurant I recommended? Oh, yes. I can't thank you enough, my dear doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for little pleasures? Don't you think your money could be better spent in these difficult times? Your words hurt, Doctor. I thought you and I were friends. But since you ask, I'm rich enough to finance my passions. And various charities across the city. Mi. Oh, verfügbar. Perhaps my words were too harsh. Ich dachte, wir werden es verkacken. Please forgive me if I've upset you. Oh, no harm done. After I die, all my fortune will go to the suffering people of the East End. Until then, I aspire to live the most pleasant life possible. Finde ich gut. Hier, wir haben alles. Okay. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Ja, dann zeig mal her, Kollege. Okay, was haben wir denn hier so Schönes? Nicht wirklich was Interessantes, ne? Eisennitrat. Armband. Nee,